Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Uncut Podcast Episode. Ich habe euch heute etwas mitgebracht und zwar ein alkoholfreies Bier. Ihr seht die Jahreszahl. Welche Jahreszahl ist das? 1865. 1865 und hier unten der Herr, das ist der Gründer der Brauerei beziehungsweise der, ja, Erfinder dieses Bieres, der Gründer dieser Biermarke. Und dieses alkoholfreie Bier ist mein Lieblingsalkoholfreies Bier in Japan. Ich trinke es sehr, sehr gerne. Ihr wisst ja, dass ich keinen Alkohol trinke, aber auf alkoholfreies Bier möchte ich trotzdem nicht verzichten. Verzichten, das bedeutet, dass ich es nicht machen will, aber ich sage, ich möchte nicht verzichten, also ich möchte es machen, ich möchte es trinken. Also ich möchte nicht auf alkoholfreies Bier verzichten. Dieses Bier ist wirklich sehr lecker. Es es ist vom Geschmack her, glaube ich, ähnlich wie auch viele deutsche Biere, alkoholfreie Biere. Aber ich wüsste jetzt kein Bier, mit dem ich es vergleichen kann. Es hat schon einen eigenen Geschmack. Mir schmeckt es, wie gesagt, sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr lecker, besonders nach dem Sport oder nach der Sauna. Da trinke ich am liebsten ein alkoholfreies Bier, um mich zu erfrischen. Am liebsten eiskalt und direkt aus dem Kühlschrank. Aber ihr seht, dass dieses Bier hier, das ist ein Bier in einer Dose, ein Dosenbier. Das hier, das ist eine Dose. Und in Japan, anders als in Deutschland, da kauft man das Bier in Dosen. Das war für mich auch erstmal neu. In Deutschland kauft man das Bier nämlich normalerweise in Flaschen. In Deutschland kann man entweder eine Flasche, eine einzelne Flasche kaufen oder einen Sechserträger, also 6 Flaschen zusammen. Oder wem das noch nicht reicht, wer noch mehr Durst hat, der kauft sich einen Kasten Bier. Da braucht man schon beide Hände, um den zu tragen. Und da sind mindestens 12 Flaschen in so einem Kasten, wenn nicht sogar noch mehr. Man kann auch in Deutschland Bier in Dosen kaufen, aber, das hat so ein bisschen ein schlechtes Bild. Es wirkt ein bisschen einfach, vielleicht auch prollig. Es gibt bestimmte Arten von Menschen, die gerne Bier aus Dosen trinken. Und das sind so ja, so diese Art von Menschen trinken gerne Bier aus Dosen. Die Leute, die das Bier lieber gerne genießen und ja, sich erfrischen möchten, die trinken es normalerweise aus der Flasche oder sie gießen es nochmal in ein Glas. Das mache ich zum Beispiel am liebsten. Ich trinke gerne Bier aus dem Glas, aus einem Bierglas oder noch besser aus einem Bierkrug. Ein Krug, das hat immer einen Henkel. Der Krug ist ein bisschen größer und dann kann man das Bier aus einem Krug trinken. Das Material ist, es kann auch ein Glaskrug sein. Es kann aber auch, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, ein spezielles Material sein. Ein Bierkrug ist auf jeden Fall auch eine gute Option, um das Bier zu genießen. Aber hier in Japan und auch in Deutschland trinke ich meistens Bier aus dem Glas. Viele Menschen trinken auch aus der Flasche, das ist auch okay, aber ich präferiere es, noch einmal in ein Glas umzufüllen und dann aus dem Glas zu trinken.
Besonders gerne auch aus einem feinen Glas, also nicht so ein dickes, sondern eher ein dünnes Glas. Ich weiß nicht wieso, aber mir schmeckt das Bier dann einfach besser. Und wenn ihr das Bier eingießt, übrigens, ganz wichtig, niemals einfach von oben mit der Flasche oder mit der Dose das so ins Glas gießen. Nein, dann kommt nämlich nur der Schaum ganz schnell nach oben und dann ist da so viel Bier und so viel Schaum. Schaum, das ist dieses Weiße, nicht die Flüssigkeit. Das will man vermeiden und deshalb nimmt man immer so 'n, ja, 45 Grad Winkel und gießt dann das Bier in das Glas. 45 Grad ist gut, da habt ihr immer noch ein bisschen Schaum oben auf dem Glas, aber natürlich 80 mindestens Flüssigkeit, das eigentliche Bier. Also, beim nächsten Mal Bier eingießen, unbedingt daran denken, nicht diesen Anfängerfehler machen und dann werdet ihr auf jeden Fall viele deutsche Freunde finden, wenn ihr das Bier gut eingießen könnt. Ja, also das Bier trinke ich auch nicht aus der Dose, sondern ich gieße es, wie gesagt, in ein Glas. Und ja, jetzt im Winter schmeckt das alkoholfreie Bier natürlich besonders nach dem Sport oder nach der Sauna gut. Allgemein trinke ich Bier jedoch im Sommer am liebsten. Im Sommer, wenn es warm ist und hm, wenn man natürlich, wenn man Sport macht, aber auch wenn man einen langen Spaziergang gemacht hat oder wenn man einfach in der Sonne liegt, auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder im Park, da ist so ein alkoholfreies Bier fantastisch. Sehr erfrischend. Und dieses Bier hat auch nicht so viel Kohlensäure. Kohlensäure, das sind diese kleinen Blasen in dem Wasser. Es ist man kann es sehr leicht trinken. Es ist wirklich sehr lecker. Falls du mal in Japan bist und alkoholfreies Bier trinken möchtest, dann kann ich dir dieses Bier empfehlen. Das ist keine Werbung. Ich werde nicht bezahlt von diesem Mann hier auf dem Foto, aber sehr lecker. In Japan gibt es natürlich viele Sorten alkoholfreies Bier, für alkoholfreies Bier. Aber die anderen Sorten haben mir nicht so gut geschmeckt, muss ich ehrlich sagen. Dieses hat mir, am besten geschmeckt. In Deutschland gibt es natürlich eine Riesenauswahl an alkoholfreiem Bier, natürlich auch an Bier mit Alkohol. Und in Deutschland trinke ich eigentlich fast alles an alkoholfreiem Bier. Es gibt welche, die besser schmecken, welche, die nicht so gut schmecken, aber allgemein ist das Niveau, die Qualität des Bieres und natürlich auch des alkoholfreien Bieres in Deutschland sehr, 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 sehr hoch. Meiner Meinung nach ist deutsches Bier das beste Bier. Das ist nur meine ganz objektive Meinung. Ja, schreib doch mal in die Kommentare, was, dein Lieblingsbier ist. Dein Lieblingsdeutsches Bier. Das würde mich sehr interessieren. Es gibt ja in Bayern auch viele verschiedene Weißbiere und im Norden vielleicht eher das herbe, ja, 'n bisschen kräftigeres Bier oder vielleicht magst du auch Pils. Schreib das gerne mal in die Kommentare. Alkoholfreies Bier hat auch noch einen anderen Vorteil, weil es kein Alkohol enthält. Es ist kein Alkohol in dem Bier. Es enthält keinen Alkohol. Das heißt, man kann natürlich Auto fahren, wenn man möchte. Man kann danach, sich super konzentrieren. Man kann also Deutsch lernen und dabei trinken. Und es hat ganz wenig Kalorien, sehe ich jetzt gerade. Nur 12 Kalorien hat dieses alkoholfreie Bier. Das heißt, ja, man wird nicht dick. Dick,
Das ist übrigens ja das deutsche Adjektiv für jemanden, der ja mehr Körpermasse hat, der ein bisschen kräftiger ist, vielleicht auch ein Bäuchlein hat, einen Bauch, ein bisschen runderen Bauch. Da würden wir sagen, die Person ist vielleicht ein bisschen dick, aber nicht fett. Fett, das ist sehr beleidigend, das sagen wir normalerweise nicht. Dick ist natürlich auch nicht nett, aber ja, du musst nicht zu der Person sagen: „Hey, du bist dick“, aber allgemein ist es das bessere Adjektiv. Fett ist sehr beleidigend. Aber ja, ich bin nicht dick und 12 Kalorien werden mich auch nicht dick machen, denke ich, oder? Was meint ihr? Ja, ich habe nie darüber nachgedacht. Alkoholfreies Bier, hat das immer so wenig Kalorien? Wahrscheinlich. Es ist ja kein Alkohol drin. Hm. Und es ist sogar vegan, steht hier. Das Bier ist auch vegan. Ich weiß nicht, gibt es auch unveganes Bier? Keine Ahnung. Hm, ja, sehr lecker. Japanisches Bier ist, auf jeden Fall auch nicht schlecht. Deutsches Bier ist meiner Meinung nach aber das Beste. Und, in Deutschland kannst du eigentlich in allen Supermärkten Bier kaufen. Wie du weißt, kann man in Deutschland ja auch schon mit 16 Jahren Bier kaufen. Das heißt, du musst nicht volljährig sein. Volljährig ist man in Deutschland mit 18 Jahren. Wenn du anderen Alkohol als Bier kaufen möchtest, dann musst du volljährig 18 Jahre alt sein, aber für Bier 16 Jahre. Und es gibt in Deutschland auch viele Getränkemärkte. Zum Beispiel einen ganz bekannten gibt es, der heißt Getränke Hoffmann. Den gibt es in Berlin. Ich glaube, den gibt es auch in anderen Städten. Und in so einem Getränkemarkt, da hast du eine noch größere Auswahl an Bieren. In einem Getränkemarkt gibt es viele Biere und auch andere Getränke, Säfte, Weine, alles Mögliche, verschiedene Arten von Wasser. Die Auswahl ist wirklich riesig, sehr, sehr groß, riesig, viel größer als im Supermarkt. Das heißt, wenn du mal ein spezielles Bier oder vielleicht einen ganz neuen Geschmack probieren möchtest, dann empfehle ich dir mal zu einem Getränkemarkt zu fahren. Da hast du nämlich ja viel, viel mehr Optionen als im Supermarkt. Und deshalb, wenn ich in Deutschland bin, dann gehe ich gerne zu einem Getränkemarkt und kaufe ein paar neue alkoholfreie Biere, die ich noch nicht kenne, und probiere sie aus, damit ich vielleicht mal einen neuen Geschmack im Mund habe, etwas Neues. Und vielleicht kann man dabei sogar einen richtigen Geheimtipp entdecken, eine richtige Perle. Und ja, das macht mir besonders Spaß. Neue Biere, alkoholfreie Biere natürlich nur, probieren. Hm, also, wenn du in Deutschland bist, zum Getränkemarkt gehen und da mal schauen. Da wirst du auch etwas finden, das nicht jeder kennt und das man nicht immer sehen kann. Was ist dein Lieblingsbier? Ich habe dich schon gefragt. Ich frage nochmal. Schreibe es in die Kommentare. Ich werde mir jetzt auch ein alkoholfreies Bier genehmigen und deshalb sage ich diesmal nicht Tschüss, sondern ich sage Prost und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.